In diesem Video zeige ich dir, wie du in 5 einfachen Schritten ein perfektes Instagram-Foto erstellst. Ihr kennt es bestimmt auch, man scrollt endlos durch eine riesige Flut an Bildern und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wo oben und unten ist und wo die letzten 2 Stunden geblieben sind. Woran liegt es aber, dass wir bei den meisten Bildern schnell weiter scrollen und warum gibt es dann doch ab und zu trotzdem ein Bild, an dem wir hängen bleiben? Oder besser gesagt, warum haben einige Instagram-Bilder das gewisse Etwas und springen uns direkt ins Gesicht? Was ist ihr Geheimnis? Was macht ein gutes Bild zur Augenweide? Und damit fangen wir direkt mit dem ersten Schritt an. Punkt Nummer 1 ist das Storytelling. Ein sehr gutes Foto unterscheidet sich von einem normalen Foto in erster Linie durch das Storytelling und die Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen oder anzudeuten. Viele Bilder auf Instagram sind auch im Grunde recht austauschbar und werden dadurch recht schnell vergessen. Wenn wir aber ein interessantes Bild mit Aussagekraft erstellen wollen, sollten wir uns als erstes die Frage stellen, was ist die Story des Bildes und vor allen Dingen, was hat dieses Bild mit mir zu tun? Was sind die Themen, die dich interessieren und wie kannst du daraus eine Geschichte erzählen? Bist du zum Beispiel eher der Reise- und Beach-Typ und magst Sonne, Sand und das Meer? Ist deine Farbwelt dann eher gelb und blau? Oder bist du der Gearhead, der einfach nie genug Ausrüstung haben kann? Oder magst du eher schwarz, Dark Wave und tiefschwarz ist eine fröhliche Farbe für dich? Egal was dich bewegt, am besten suchst du einfach die Accessoires zusammen, die aus deiner persönlichen Sicht die Geschichte transportieren und zu einem schönen, interessanten Foto passen. Bei der Auswahl der Größe der Objekte bitte berücksichtigen, dass man die Gegenstände nicht ganz zeigen muss. Meistens reicht einfach schon eine schöne, aussagekräftige Ecke des Gegenstandes. Des Weiteren lohnt es sich auch immer, Objekte mit verschiedenen Größen auszuwählen, damit hier schon direkt ein kleiner Kontrast entsteht. Schritt Nummer 2 für das perfekte Insta-Foto ist eine harmonische und ausgewogene Komposition des Bildes. Das schönste Licht und die besten Bestandteile deines Bildes kommen natürlich nicht wirklich zur Geltung, wenn wir sie einfach lieblos hinlegen und die einzelnen Bestandteile nicht in Beziehung setzen. Es gibt grob gesagt 2 Ansätze für die Gestaltung der doch recht zweidimensionalen Fläche. Erstens, unser Aufbau ist architektonisch mit geraden Linien und rechten Winkeln. Dieser Aufbau hat den Vorteil, dass er sehr organisiert, klar strukturiert und technisch daherkommt und an das Layout eines Magazins erinnert. Wenn wir jetzt noch auf die Drittelregel und den goldenen Schnitt achten, haben wir in kurzer Zeit ein sehr harmonisches und ausgewogenes Bild erstellt. Bei dieser Variante empfiehlt sich eine parallele Anordnung der Kamera direkt über der Fläche. Der zweite Ansatz ist das Spielen mit Diagonalen und der freien Anordnung der einzelnen Bestandteile zueinander. Bei dieser Version können wir auch einen leichten Winkel in die Aufnahmeachse der Kamera bringen und so noch etwas mehr Dynamik in das Bild bringen, ohne den Flatlay-Look von oben zu verlieren. Diese Kameraposition ist gerade auch für das Lichtsetzen etwas einfacher. Bei der diagonalen Variante können wir recht frei die Objekte anordnen, sollten dabei aber immer beachten, dass die diagonalen Linien unser Bild auf harmonische Art und Weise aufteilen und strukturieren. Welche Version für euch am besten geeignet ist, ist in erster Linie von eurem persönlichen Geschmack und von dem Thema des Bildes abhängig. Schritt Nummer 3 für das perfekte Instagram-Foto ist das Arbeiten mit weichem und natürlichem Licht. Ihr habt euch bestimmt schon häufiger gefragt, warum einige Fotos trotz guter Gestaltung leblos wirken und irgendwas dann doch fehlt. Meistens ist es dann das fehlende Lichtspiel. Meine Erfahrung zeigt, dass wir ein sehr schönes Lichtspiel mit einer großen weichen Lichtquelle erzielen, die ähnlich wie bei einem großen Fenster mit einer weißen Gardine eine sehr schöne natürliche und weiche Lichtqualität sowie einen weichen Helligkeitsverlauf im Bild erzeugt. Je nach Bildthema kann man hier noch mit einem Aufheller etwas Leben in die dunkleren Bereiche des Bildes bringen. Sollte das Thema eures Bildes direktes Sonnenlicht benötigen, könnt ihr zusätzlich mit einer harten Lichtquelle direkt auf den Aufbau zusätzliches Leben in das Bild zaubern. Oder ihr nutzt ein sogenanntes Cup-Colores oder Gobo zwischen Aufbau und harter Lichtquelle und bringt so etwas Leben in den Aufbau. Schritt Nummer 4 für das perfekte Instagram-Foto ist das Verwenden eines Statives. Natürlich können wir auch alles mit dem iPhone aus der Hand fotografieren. Wenn wir aber unser Instagram-Foto in Ruhe gestalten wollen, hilft uns ein Stativ sehr dabei, dass sich der Bildausschnitt bei der Komposition des Bildes nicht verändert und wir somit schneller zu einem professionellen Ergebnis kommen. Die zweite wichtige Erleichterung bei der Benutzung eines Stativs ist der Vorteil, dass wir die Kamera wirklich parallel oder mit einem leichten Winkel zu einer Aufnahmefläche ausrichten können und somit den Bildaufbau positiv unterstützen. Schritt Nummer 5 für das perfekte Instagram-Foto ist der richtige Bildausschnitt und die leichte Bearbeitung des Bildes. Für die Instagram-Story benötigen wir ja meistens ein anderes Seitenverhältnis als für einen normalen Post und daher lohnt es sich meistens schon bei der Aufnahme, den Verwendungszweck des Bildes mit zu berücksichtigen.
Am besten ist es, wenn wir bei der Aufnahme des Bildes direkt schon das entsprechende Seitenverhältnis einstellen oder direkt mit genug Spielraum unser Foto aufnehmen, damit wir im Nachhinein genug Reserven für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und Ausschnitte haben. Wenn wir nun mit dem richtigen Bildausschnitt fertig sind, können wir noch etwas die Farbigkeit und den Kontrast anpassen und nach Lust und Laune noch eine leichte Vignette hinzufügen. Und das waren die 5 Schritte, die dir gezeigt haben, wie du selber ein großartiges und interessantes Instagram-Foto erstellen kannst. Du weißt jetzt, welche Schritte sinnvoll sind, welches Licht du benötigst und wie du Schritt für Schritt zu deinem perfekten Instagram-Foto kommst. Und wenn du gleich weiter lernen willst, verlinke ich dir hier noch 2 sehr nützliche Videos, die du dir unbedingt anschauen solltest. Bis bald!